Hallo, ich bin Frank Wolf von Staffbase und wir sprechen heute über Mitarbeiterkommunikation in großen und komplexen Unternehmen. Es gibt dafür einen sehr schönen Begriff, der heißt The Enterprise Surprise. Und das bedeutet, man erlebt eine Überraschung, wenn Dinge größer werden. Wenn man mehr Standorte hat, mehr Mitarbeiter, mehr Sprachen, irgendwie wird es plötzlich komplizierter. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was das genau bedeutet und wie man damit gut umgehen kann. Das machen wir, indem wir auf der einen Seite auf die großen Treiber von Komplexität schauen und auf der anderen Seite schauen, was denn die Ansätze sind, um damit sehr gut umzugehen. Zunächst mal ist da eine Komplexität in den Anwendungsfällen. Und man könnte sagen, das ist eines der großen Dilemmas moderner interner Kommunikation, weil es gibt viel, viel mehr Anforderungen an das Fach, als es das früher der Fall war. Ja? Wir haben heute die klassische zentrale Kommunikation, die so zentrale Themen wie Strategiekommunikation, Kulturkommunikation beinhaltet. Wir haben oft vernachlässigt dezentrale Themen, also inwieweit bin ich in der Lage, Standorten, Business Units, Geschäftsbereichen die Möglichkeit zu geben, an Mitarbeiter zu kommunizieren. Es gilt hier ja das Prinzip, je näher Themen Mitarbeitern sind, desto relevanter sind die für die. Also sehr wichtiger Bereich, der oft vernachlässigt wird. Den dritten Bereich nennen wir Peer-to-Peer-Kommunikation. Das ist das, was man seit Jahren unter Begriffen wie Social Business oder Social Intranet hört. Also Mitarbeiter kommunizieren und vernetzen sich mit anderen Mitarbeitern in Communities, klassischerweise vielleicht auch mit einem schwarzen Brett. Ja? Die Herausforderung an der Stelle ist, dass die Tool- und Plattformanbieter für Kommunikation oft sich hier entscheiden und sagen, nehmen Sie mal sowas wie Yammer oder Facebook Workplace, die sich hier drauf spezialisieren und eher nicht so stark sind in diesen Bereichen. Ja? Das heißt, man ist irgendwie gezwungen zu sagen, wir entscheiden uns dafür und die Dinge treten in irgendeiner Form in den Hintergrund. Das ist eigentlich nicht das Ziel von guter interner Kommunikation, sondern das Ziel ist, dass man die Anwendungsfälle nebeneinander auf einer Plattform hat und die miteinander so gut verknüpft, dass eben ein neuer Eintrag in der Community im schwarzen Brett nicht dazu führt, dass ein zentrales Thema, was sehr, sehr wichtig ist, irgendwie in einem Activity Stream nach unten gespült wird. Also ich will hier Inhalte verschieden darstellen, aber dann doch irgendwie miteinander kombinieren. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung kommt einfach daher, dass Organisationen groß sind. Und unser Beispiel hier ist sicherlich noch ein sehr kleines Beispiel. Es gibt große Konzerne mit vielen Geschäftsbereichen, Business Units, Standorten. Das können leicht ein paar Dutzend sein oder ein paar hundert verschiedene Einheiten, die alle irgendwie kommunizieren wollen, die alle irgendwie Inhalte haben, die für Mitarbeiter auch relevant sind. Und wie wir schon gesagt haben, je näher an den Mitarbeiter ich komme, desto mehr Relevanz hat das, desto spannender ist das. Deshalb ist es ja so wichtig, dass man nicht nur in diesem Bereich hier denkt, sondern auch sagt, wie kann ich dezentrale Kommunikation hier ermöglichen. Und die Herausforderung, die man hier hat, und jetzt denken wir mal an sowas wie eine Mitarbeiter-App zum Beispiel. Ich will alle Mitarbeiter erreichen. Ich will auch die erreichen, die nicht am Schreibtisch sitzen, die unterwegs sind, die hinterm Lenkrad sitzen, die auf der Baustelle stehen. Und dort ist es wichtig, dass diese Komplexität so zusammenzudampfen, dass die nicht mehr da ist und für den Mitarbeiter nicht spürbar ist. Ja? Ich will alle Organisationsebenen einbeziehen, wie schon gesagt, dass ich verschiedene Inhalte hier in Mitarbeiter anbieten kann. Ich habe oft keine Chance, Schulungen anzubieten. Also das Prinzip ist, ich öffne eine Applikation und sehe direkt die Inhalte, die für mich relevant sind. Das muss irgendwie funktionieren, ohne Schulung. Und der letzte Bereich, die Kommunikationsteams, gerade die zentralen Kommunikationsteams, die haben oft nicht so hohe Kapazitäten, dass die jetzt zum Beispiel Inhalte aus verschiedenen Teams hier zusammensuchen können und irgendwie zentral in einen Kanal einstellen können. Da gibt es definitiv zu wenig Kapazität, das muss man anders organisieren. So viel zu den Herausforderungen. Ja? Im zweiten Schritt können wir jetzt auf die Lösungsansätze mal schauen. Der erste sehr wichtige Lösungsansatz ist das ganze Thema Personalisierung. Bei der Personalisierung ist es sehr wichtig, zwei verschiedene Arten von Personalisierung zu verstehen. Zum einen gibt es die aktive Personalisierung. Das bedeutet, der Nutzer selbst ist aktiv und wählt Dinge aus, abonniert bestimmte News-Kanäle oder bestimmte Inhalte. Im Englischen spricht man hier auch oft von Customizing. Ja. Im zweiten Ansatz
wir nennen das passive Personalisierung, ist es so, dass der Nutzer selbst aktiv gar nichts tut, sondern anhand der Nutzereigenschaften, also ich weiß, der Nutzer ist an einem bestimmten Standort, ich weiß, der Nutzer kommt aus einem bestimmten Bereich, ich weiß, er ist eine Führungskraft oder er ist ein Azubi. Auf Basis dieser Eigenschaften kann ich automatisch Inhalte für den Nutzer bereitstellen und personalisieren. Wir sehen oft, dass man versucht, beides hier zu kombinieren. Die wichtige Einsicht, und die ist seit vielen Jahren bekannt und auch immer wieder durch führende Institute für Usability wie die Nielsen Group bestätigt, dass dieses aktive Personalisieren tatsächlich nur von einer sehr kleinen Zahl von Nutzern gemacht wird. Also man sagt so grob, 90% der Nutzer wählen niemals aktiv. Ja? Das bedeutet, man kann es tun, man sollte hier aber nicht zu viel erwarten. Ein klarer Fokus bei Personalisierung sollte auf der passiven Personalisierung liegen. Der zweite Ansatz, um Komplexität gut in den Griff zu bekommen, ist die Kombination von zentraler Kontrolle und lokaler Verantwortung. Wir haben bei Staffbase ein Konzept, das nennen wir Spaces. Und damit ist es möglich, diese verschiedenen Organisationseinheiten in einer Kommunikationsplattform abzubilden und ganz wichtig, dort auch Verantwortung zu delegieren. Also ich habe sowas zum Beispiel wie einen zentralen Bereich, der für alle Mitarbeiter da ist und wo ich auch das zentrale Kommunikationsteam die Verantwortung hat. Und dann habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel einen Bereich für einen Standort in Deutschland aufzusetzen, wo ich einen lokalen Admin habe, der dort Freiheiten hat und der sagen kann, wir brauchen dort einen Speiseplan, wir brauchen dort einen News-Kanal und wir brauchen noch eine Kontaktliste für diesen bestimmten Bereich oder wir haben ein Mitarbeiterfest und wir wollen eine Umfrage für ein Event machen. Ja? Und dann kann ich einen anderen Bereich haben, der kann in einem völlig anderen Land sein, das kann eine andere Sprache sein, da kann ich in Amerika sein und sage Benefits-Informationen sind wichtig, ich habe einen Update-Kanal, ich will einen Kanal reinbringen, wo Mitarbeiter Bilder teilen können, vielleicht von Messebesuchen oder von bestimmten Kundensituationen. Das ist was die also hier lokal entscheiden können, wo es hier überhaupt keine Abstimmung mit zentral bedarf. Aber alles auf einer Plattform und alles auch in einer bestimmten Reihenfolge. Das heißt, ich habe übergreifend eine gute Kontrolle darüber, wie zentrale Themen dargestellt werden und wo dezentrale und Peer-to-Peer-Themen verfügbar sind und dass vor allen Dingen diese Peer-to-Peer-Themen den Rest nicht komplett überlagern, sondern alles da ist, alles auf der Startseite ist, aber sich nicht gegenseitig behindert. Das ist der Ansatz, den wir mit Spaces verfolgen. Und wenn man sich über Komplexität Gedanken macht, sollte man definitiv in jeder Plattform, die man dann auswählt, schauen, inwieweit kann die mit so einem Konzept die Strukturierung unterstützen. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass Komplexität definitiv eine Herausforderung ist für moderne interne Kommunikation, gerade bei großen Organisationen, aber dass es Ansätze gibt, wie man damit sehr gut umgehen kann. Bei weiterführenden Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.